Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr wieder zuhört. Genau, heute ist Tag 175. Wahnsinn, schon Tag 175. Und unser Thema heute lautet Konflikte verstehen. Ein sehr spannendes Thema, finde ich. Wir lernen heute nämlich 15 wichtige Wörter für den Alltag. Ganz genau, Wörter, die man wirklich braucht, wenn man mal, diskutiert oder sich streitet. Aber bevor wir mit den Wörtern starten, haben wir noch etwas Wichtiges für euch. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Richtig, und diese Methode heißt Shadowing. Genau. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber hier sind 3 einfache Schritte, wie ihr das macht. Also, Schritt 1. Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Ganz wichtig, denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Genau. Einfach nur fühlen. Dann Schritt 2. Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genau so zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Und dann kommt Schritt 3. Aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Ja, vergleicht eure Stimme mit dem Original, so erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Noch ein wichtiger Hinweis dazu. Bitte lest nicht nur still mit. Richtig. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Absolut. Und hey, bleibt bis zum Ende. Dort hört ihr unsere Mini-Story. Darauf freue ich mich schon. Also, lass uns direkt anfangen. Wie beginnt eigentlich ein Konflikt? Naja, meistens beginnt es mit unserem ersten Wort für heute. Das ist ein Nomen, die Meinungsverschiedenheit. Auf Englisch heißt das Disagreement. Genau. Es bedeutet ganz einfach, wenn 2 Personen zu einem Thema eine unterschiedliche Meinung haben. Das ist eigentlich noch nicht gefährlich, oder? Nein, überhaupt nicht. Ein Beispiel wäre, eine sachliche Meinungsverschiedenheit im Team muss nicht eskalieren. Richtig. 2 Leute sehen ein Problem und haben einfach verschiedene Lösungen im Kopf. Aber oft bleibt es eben nicht sachlich. Und das bringt uns zu Wort Nummer 2, das Eindringen. Auf Englisch Intrusion oder Penetration. Genau, ein Nomen, das Eindringen. Das bedeutet, das unerlaubte Hineingehen in einen privaten Bereich. Also wenn jemand meine persönlichen Grenzen überschreitet, richtig? Ja, genau. Ein Beispielssatz wäre, das ständige Eindringen in die Privatsphäre des Kollegen führte zu großem Streit. Oh, das kann ich gut verstehen. Wenn mir jemand ungefragt zu nahe kommt, emotional oder körperlich, das mag niemand. Absolut. Das Gehirn sieht das als Bedrohung. Und dann passiert oft das dritte Wort, die Provokation. Auch ein Nomen. Auf Englisch Provocation. Richtig. Die Provokation bedeutet eine Handlung oder Aussage, die andere absichtlich wütend machen soll. Das Wort absichtlich ist hier wichtig, oder? Sehr wichtig. Es ist kein Versehen. Jemand will mich wütend machen. Zum Beispiel ignoriere seine Provokation, um den Konflikt nicht noch weiter zu verschlimmern. Genau, das ist ein guter Ratschlag. Einfach ignorieren. Aber, das ist in der Realität echt schwer, oder? Total schwer, weil wir uns natürlich verteidigen wollen. Und wenn wir die Provokation ignorieren, dann kommen wir in Phase 2, das offene Feuer. Oh ja, jetzt wird's laut. Unser viertes Wort ist ein Verb. Eskalieren. Auf Englisch to escalate. Und da brauchen wir das Perfekt. Das Perfekt ist eskaliert. Richtig. Es bedeutet, wenn sich ein kleiner Konflikt verschlimmert und heftiger wird. Zum Beispiel, der Streit drohte zu eskalieren, weshalb ein Mediator gerufen wurde. Ein Mediator, also jemand, der hilft. Das braucht man oft, wenn alles eskaliert. Genau. Die Situation ist dann nicht mehr normal. Die Stimmung verändert sich. Und das ist das perfekte Stichwort für unser 5. Wort. Das ist ein Adjektiv. Geladen. Auf Englisch tense oder charged. Geladen bedeutet, wenn die Stimmung extrem aggressiv, nervös oder angespannt ist. Ein gutes Beispiel dafür ist, die Atmosphäre im Konferenzraum war nach der schlechten Nachricht sehr geladen. Oh ja, das kennt man. Man kommt in einen Raum und man spürt sofort, dass die Leute wütend sind. Die Luft ist sozusagen schwer. Und weil die Stimmung so geladen ist, fangen die Leute an, mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Richtig. Und das ist Wort Nummer 6. Ein Verb. Vorwerfen. Auf Englisch to accuse oder to reproach. Das Perfekt von vorwerfen ist, hat vorgeworfen. Genau.
Vorwerfen bedeutet, jemandem die Schuld an einem Fehler oder einem Problem geben. Zum Beispiel, du solltest dem Kollegen nicht direkt böse Absichten vorwerfen. Weißt du, es ist ein großer Unterschied, ob ich über das Problem spreche oder den Charakter der Person angreife. Ja, absolut. Wenn ich sage, du machst immer alles falsch, dann ist das ein Vorwurf. Und das Gehirn der anderen Person geht sofort auf Verteidigung. Genau. Und das führt zu einem Verhalten, das wir mit unserem 7. Wort beschreiben. Das ist das Adjektiv destruktiv. Auf Englisch destructive. Destruktiv bedeutet zerstörerisch. Wenn Verhalten oder Kritik einer Lösung schadet, statt zu helfen. Ein toller Beispielsatz dazu. Reine Schuldzuweisungen sind destruktiv und lösen kein einziges Problem. Das ist so wahr. Wenn wir nur streiten, wer schuld ist, dann machen wir alles nur noch schlimmer. Wir stecken dann wirklich tief in einem Problem. Das stimmt. Bevor wir jetzt lernen, wie wir den Streit wieder stoppen können, haben wir eine kurze Bitte an euch. Ganz genau. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns sehr, den Podcast weiterzumachen. Vielen Dank dafür. Also, zurück zum Thema. Die Stimmung ist geladen, wir sind destruktiv. Gibt es einen Ausweg? Ja. Zum Glück gibt es den. Phase 3 ist die Notbremse und das 8. Wort hilft uns dabei. Ein Verb. Vermeiden. Auf Englisch to avoid. Und das Perfekt ist, hat vermieden. Richtig. Vermeiden bedeutet, etwas bewusst nicht tun, damit ein negatives Ereignis nicht eintritt. Aber heißt das, ich habe einfach Angst vor dem Streit? Nein, das Wort bewusst ist hier wichtig. Ein Beispiel: Durch klare Absprachen kann man viele Missverständnisse im Alltag vermeiden. Ah, ich verstehe. Also, ich organisiere Dinge vorher gut, damit es gar nicht erst zum Streit kommt. Exakt. Das ist kluges Verhalten. Aber was machen wir, wenn wir den Streit nicht vermeiden konnten? Dann brauchen wir Wort Nummer 9, ein Nomen, die Deeskalation. Auf Englisch De-Escalation. Die Deeskalation bedeutet Maßnahmen, um die Spannungen in einer gefährlichen Situation zu verringern. Also die Situation beruhigen. Zum Beispiel die gezielte Deeskalation verhinderte einen lautstarken Streit im Büro. Das bedeutet, ich senke vielleicht meine Stimme, atme tief durch und rede ruhiger. Aber manchmal kann man das alleine nicht mehr schaffen, oder? Stimmt. Wenn beide extrem wütend sind, braucht man Hilfe von außen. Das ist Wort Nummer 10, ein Verb. Schlichten. Auf Englisch to mediate, das Perfekt ist, hat geschlichtet. Genau. Schlichten bedeutet, einen Streit zwischen zwei Parteien als neutraler Helfer beenden. Ein Beispielsatz ist, der Abteilungsleiter musste den Konflikt zwischen den beiden Teams schlichten. Der Abteilungsleiter ist in dem Fall die dritte Person im Raum. Er hilft, den Streit zu stoppen. Aber diese dritte Person muss eine bestimmte Eigenschaft haben. Und das ist Wort 11, ein Adjektiv, unparteiisch. Auf Englisch impartial. Unparteiisch bedeutet neutral sein und in einem Streit keine der beiden Seiten bevorzugen. Zum Beispiel ein Schiedsrichter muss in jeder Situation absolut unparteiisch bleiben. Das ist super wichtig. Wenn der Schlichter einen Favoriten hat, dann eskaliert der Streit sofort wieder. Absolut. Man muss fair zu beiden Seiten sein. Okay, fassen wir zusammen. Der Helfer hat die Situation beruhigt. Wir schreien uns nicht mehr an, aber das Problem ist ja noch da, oder? Richtig. Jetzt beginnt Phase 4. Der Weg zum Frieden. Wir brauchen eine bestimmte Haltung. Wort 12. Ein Adjektiv. Kompromissbereit. Auf Englisch willing to compromise. Kompromissbereit bedeutet, wenn man die Fähigkeit und den Willen hat, eine gemeinsame Lösung zu finden. Das ist ein toller Satz aus unserer Quelle. Nur wenn beide Seiten kompromissbereit sind, lässt sich der Streit lösen. Ja, beide müssen wirklich eine Lösung wollen. Man darf nicht mehr stur sein. Aber heißt das, ich muss aufgeben? Das bringt uns zu Wort 13, ein Verb, nachgeben. Auf Englisch to give in. Und das Perfekt ist, hat nachgegeben. Nachgeben bedeutet, seinen Widerstand aufgeben und den Wünschen des anderen zustimmen. Viele Leute denken, nachgeben bedeutet verlieren. Aber das stimmt oft gar nicht. Genau. Unser Beispielsatz sagt, bei einem Streit ist es manchmal klüger, im richtigen Moment nachzugeben. Das ist der Punkt, im richtigen Moment. Es ist eine bewusste Entscheidung, um Frieden zu finden. Man entscheidet, dass die gute Beziehung wichtiger ist als dieser kleine Konflikt. Und wenn beide ein bisschen nachgeben, dann erreichen wir, Wort 14,
ein Nomen. Der Kompromiss. Auf Englisch Compromise. Der Kompromiss ist eine Lösung bei einem Streit, bei der jede Seite ein bisschen nachgibt. Ein schönes Beispiel: Nach langer Diskussion fanden die Parteien einen fairen Kompromiss. Ein Kompromiss fühlt sich nicht immer an wie ein Lottogewinn, oder? Nein, gar nicht. Man bekommt nicht alles, was man will. Aber man findet eine Lösung, mit der beide leben können. Die technische Seite ist dann gelöst. Aber die emotionale Seite, da fehlt noch was. Stimmt. Man ist vielleicht noch etwas angespannt. Deshalb brauchen wir unser letztes Wort für heute. Wort 15. Ein Adjektiv. Versöhnlich. Auf Englisch conciliatory. Versöhnlich bedeutet, wenn man signalisiert, dass man bereit ist, Frieden zu schließen. Es ist eine Geste, ein nettes Wort am Ende. Ein Beispiel: Seine versöhnlichen Worte beendeten die feindselige Stimmung im Raum. Das ist ein sehr schöner Abschluss. Es zeigt, der Konflikt ist vorbei, wir sind wieder ein Team. Ohne dieses versöhnliche Ende bleibt der Kompromiss nur ein Vertrag, aber kein echter Frieden. Das war ein toller Weg. Von der kleinen Meinungsverschiedenheit bis zum versöhnlichen Ende. Ja, und wie versprochen, haben wir jetzt noch eine kleine Geschichte für euch, in der wir alle 15 Wörter benutzen. Oh, sehr schön. Hört genau zu. Hier ist unsere Mini-Story. Anna und Lukas, 2 gute Freunde, planten ihren Urlaub. Aber sie hatten eine Meinungsverschiedenheit. Anna wollte ans Meer, Lukas in die Berge. Lukas sagte lachend, ans Meer fahren doch nur langweilige Leute. Das war eine echte Provokation für Anna. Sie fühlte das als ein Eindringen in ihre persönlichen Entscheidungen. Oh je? Und dann? Dann ist die Situation schnell eskaliert. Die Stimmung in der Küche war extrem geladen. Das glaube ich sofort. Lukas hat ihr dann vorgeworfen, dass sie immer nur an sich selbst denkt. Das Gespräch wurde komplett destruktiv. Sie haben das Problem nicht mehr sachlich diskutiert? Genau. Anna wollte einen großen Streit vermeiden und rief ihre gemeinsame Freundin Maria an. Das war schlau. Maria hat sofort mit Deeskalation begonnen. Sie kam vorbei und hat den Konflikt geschlichtet. War sie denn auch fair? Ja, Maria war absolut unparteiisch. Sie hat beiden ruhig zugehört. Danach waren Anna und Lukas endlich kompromissbereit. Und wer hat am Ende nachgegeben? Lukas hat ein bisschen nachgegeben. Sie fanden einen tollen Kompromiss. Sie fahren an einen großen See direkt in den Bergen. Das klingt nach einem perfekten Plan. Finde ich auch. Am Ende gab Lukas Anna eine Umarmung und war sehr versöhnlich. Der Urlaub war gerettet. Eine wunderbare Geschichte. Und sie zeigt genau, wie Konflikte ablaufen und wie man sie lösen kann. Absolut. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über Wissenschaft im Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.